Lieber Löwe, herzlich willkommen zu deinem November-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein November gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was zu beachten ist, ausschlaggebend ist, was aber eventuell auch ganz außer Acht zu lassen wäre. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb in der Infobox. Klick drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Löwe im November, bitte. Helle Aufregung über eine Sache, die sich aufgebauscht hat. Neue Zukunftspläne, Reisepläne, die Triggerpunkte sind plötzlich weg. Familienplanung oder Planung in der Familie. Ein Haustier. Stürmische Leidenschaft in der Liebe. Sie sagen, der Löwe ist neu ausgerichtet, neu fokussiert, neu zielorientiert, zielausgerichtet. Der Lichtkrieger, Krieger des Lichts. Altes Wissen wird zu neuem Wissen, lieber Löwe. Du, der voller Mut, Tapferkeit und Selbstbewusstsein stehst, abwartest, um im richtigen Augenblick zu sprechen. Du bekommst viele Insights. Zusammenhänge werden klar, Erkenntnisse dürfen erlangt werden und vor allem, du kämpfst und stehst ein für eine ganz gewisse Sache, mit der du dich in keinster Weise mehr beschäftigen möchtest. Etwas, was dir ausgedient hat, was aber versucht, dich nach wie vor einzukesseln, nach wie vor Aufmerksamkeit von dir abverlangt. Du möchtest knallharte Veränderung, sagen sie. Diese knallharte Veränderung, lieber Löwe, im November, der für uns alle sehr intensiv werden wird, vor allem im Inneren, was da los ist, was an Themen hochkommt, auch mit welcher Intensität. Es ist, als würdest du wirklich viele oder alle Fesseln durchbrechen wollen. Du pulsierst in dir heraus, aus dir heraus möchte etwas kommen, möchte sich etwas verändern. Und wie gesagt, die alten Muster, die alten Strukturen, sie engen ein. Und im November, lieber Löwe, wird dir das sehr, sehr bewusst. Und da ist der Zeitpunkt, wo der Löwe genau beobachtet, innerlich in Kampfbereitschaft ist, um für sich selbst einzustehen, um für die Freiheit zu kämpfen. Du wirst nicht einmal viele Worte verwenden, du wirst handeln. Eine Transformation darf stattfinden in dir. Upsa, auch wirst du erkennen, wer immer an deiner Seite stand, wer heute noch
an deiner Seite steht. Du bekommst, wie gesagt, eine vollkommen neue Ausrichtung, lieber Löwe. Es ist eine bewusste Ausrichtung. Ich möchte sagen, ohne dass es sich für dich negativ anhört, doch du besinnst dich auf etwas und erkennst in diesem Ganzen den Sinn, und zwar des großen Ganzens. Und da wird es auch sein, wo das Pulsieren in dir immer lauter und stärker wird. Es vibriert. Bei abnehmendem Mond setze dort die Intentionen, was gehen soll. Breite deine Arme aus. Diesmal nicht zu empfangen, sondern um loszulassen. Vor allem die Handflächen, lasse los, was du so sehr festhältst. Denn diese Transformation kannst du gar nicht aufhalten. Schauen wir uns an die Hauptenergie, die dir zur Verfügung steht. Unter welchem Thema steht sie? Die Hauptenergie des Löwens im November. Gut möglich, dass du dich mit Altem beschäftigst, weil Altes zu dir möchte. Wiederentdecktes auf dem Dachboden im Keller und du wirst zurückerinnert. Da war doch mal was. Sie sagen dir, Gott ist auch in dir und wir sind alle bei dir. Deine Themenkarte: absolute Manifestationskraft, absolute Zielorientierung, doch mache dir und anderen nichts vor. Denn du redest zwar über deine Vorhaben, doch tief in dir drin verrätst du ein Konzept nicht. Dies kann hinterher zu Vorwürfen führen. Werde dir über diese eventuellen Konsequenzen im Vorhinein bewusst, vor allem wenn sie dir von einer Jungfrau zugetragen werden. Große Bewunderung, du bewunderst, doch die Jungfrau ermutigt dich. Wo möchtest du, dass sich der Kreis schließt? Wo möchtest du, dass er sich öffnet? Sie sagen, es darf sich die Spreu vom Weizen trennen, was auch immer das für dich bedeuten mag, vor allem auf welches Thema bezogen. Wisse, dass du, wenn du ein bisschen innehältst, und zwar immer an den Zehnertagen, 10. November, 20. November, 30. November, ganz egal welcher Wochentag das ist, wenn du es schaffst, in diesen Tagen dich etwas aus dem Alltag zurückzunehmen, in dich zu gehen, auf Empfang zu schalten. Diese 13er-Tage sind für dich äußerst fruchtbar für die Downloads. Es kann gut möglich sein, dass
in den nächtlichen Stunden deine kreativsten Stunden stattfinden. Das bedeutet, falls du eventuell nicht einschlafen kannst, mitten in der Nacht wach wirst, vielleicht ist eine Aufgabe, die da auf dich wartet und die von dir durch die Kreativität, die nachts in dir hervorkommen möchte. Ja, vielleicht ist eine Aufgabe, der du nachgehen solltest. Und wenn es nur 2, 3 Sätze sind, die aufzuschreiben sind. Geborgenheit in der absoluten, loyalen Liebe. Sehr schön, lieber Löwe. Und wie gesagt, das Neue lässt nicht auf sich warten. Der November wird intens. Du wirst herausgefordert, doch gleichermaßen forderst du all deine Mitmenschen heraus. Wer einen eigenen Schreibstift hat und nicht irgendein Kugelschreiber, achte auf diesen. Gut möglich, dass du neue Patronen brauchst. Besorge sie rechtzeitig. Gehen wir ins Detail, lieber Löwe. Gut möglich, dass entweder von dir aus beschlossen wird oder aus den höheren Chefetagen, dass du zum 31.12. einen Jobwechsel hast, beziehungsweise einen Firmensitzwechsel oder die Leistungen im Job sich verändern. Irgendetwas verändert sich zum 31.12. im Job. Und davon bekommst du im November Notiz. Ein Windfall. Ich höre sogar eine Sisyphusarbeit mit Laubblättern. Und sie sagen, laufe nicht zu oft ums Karree, dort gibt es nichts Neues mehr zu entdecken. Gehe hinaus in die weite Welt und beginne neue Pfade. Ja, das ist die Innenschau. Siehst du? Wie wunderbar, weil es passt. Doch der November, wow, fängt etwas besorgt an. So, warum? Nicht unbedingt, weil irgendetwas geschehen muss im Außen. Es rührt sich in dir und du kannst das nicht so ganz einschätzen. Das sind die Fesseln. So, wenn du bemerkst, dass du unruhig wirst, dass du dich bedrängt fühlst, dass du dich eingeengt fühlst, irgendeine Art Unzufriedenheit, schaue gleich auf die Fesseln. Was ist es, was dich einengt? Es kann auch gut möglich sein, dass dich schlichtweg der Alltag einengt, nicht mehr erfüllt oder gar nie erfüllt hat und du das erkennst. Denn Krieger des Lichts, ja, die haben eine Aufgabe. Und vor allem momentan. Und vielleicht wirst du dir dieser Aufgabe erstmalig bewusst, deiner Aufgabe. Und es ist höchste Zeit, dass du dieser Aufgabe Raum zugestehst. So viel Geduld hast du aufgebracht.
Doch was ist, wenn diese Geduld mehr dem Außen galt als dir selbst? Was ist, wenn das ganze Herzblut, das du dachtest, bisher eingesetzt zu haben, eigentlich nur viel Rauch und Schall um nichts waren, denn das wahre Herzblut wurde noch gar nicht entdeckt? Es wird spannend. Dann haben wir da einen weiblichen Krebs. Dieser weibliche Krebs macht's dir vor, pusht dich, bringt dich an deine Grenzen. Und der Widder. Was ist mit dem Widder? Ich würde sagen, Machtkämpfe, territoriale Machtkämpfe. Doch es geht nicht darum, Kinnhaken und Schubser zu verteilen. Es ist rein auf energetischer, zwischenmenschlicher Basis. Gut möglich, dass es eine Liebesflucht gibt. Man flieht aus Liebe. Doch warum flieht man und vor allem vor was? So viele Gedanken, die dich beschweren, denn du möchtest endlich ausatmen können, frische Luft einatmen können und sagen, ist jetzt endlich mal gut. Ja, bald, doch der November fordert dich heraus, deine Richtung zu erkennen und in diese Richtung endlich zu gehen. Marschiere los, denn man braucht irgendwo eine Führungsposition, für die genau du gebraucht wirst. Dieses Irgendwo, dein eigenes Leben, lieber Löwe. Und wenn du erkennst, dass du bisher nicht die Zügel in der Hand hattest, beziehungsweise ein Trugschluss stattfand, dass du dachtest, du hast sie in der Hand. Doch wisse, du hast 2 Seelengeschwister. Diese pushen dich nach vorne und sagen, da musst du hin. Und wenn du da bist, schau ganz genau hin. Gut möglich, dass sich jemand ein neues Vehikel kauft. Ein Auto, ein Motorrad, ein Fahrrad, irgendein Fortbewegungsmittel. Achtet bitte darauf, den Reifenwechsel vorzunehmen, beziehungsweise achtet auf den Luftdruck der Reifen. Vorsicht vor geplatzten Reifen und hast du dich schon mal mit Ägypten beschäftigt, was die Zahl 7 in Ägypten bedeutet? Es wird spannend. Wir machen weiter im Extended, gehen weiter ins Detail, lieber Löwe, schauen, was noch für Botschaften für dich zukommen, auf dass du gut
durch den November hindurch navigieren kannst und vorbereitet bist. Ich warte im Extended auf dich. Ich freue mich. Bis gleich. Ciao.